Lektion 1: Wohlfühlessen. Ich liebe sie. Sie sind so beruhigend. Hast du schon mal Apfelkuchen probiert? Ja, das habe ich. Der warme, süße Duft von frisch gebackenem Apfelkuchen hat etwas so Nostalgisches. Absolut. Die Kombination aus zarten Äpfeln und blättrigem Boden ist einfach unwiderstehlich. Und noch besser schmeckt es, wenn es warm mit einer Kugel Vanille serviert wird. Ja, der Kontrast zwischen warmem Kuchen und kaltem Eis sorgt für ein köstliches Erlebnis. Dem kann ich nur zustimmen. Es ist das perfekte Dessert für Zusammenkünfte und besondere Anlässe. Außerdem kann das Backen eines Apfelkuchens eine lustige Aktivität sein, die Sie mit Freunden oder der Familie teilen können. Auf jeden Fall. Gemeinsames Backen kann wunderschöne Erinnerungen schaffen und gleichzeitig köstliche Leckereien genießen. Lass uns bald einen Backtag planen. Ich würde gerne zusammen einen Apfelkuchen backen. Lektion 2: Abenteuer in den Bergen. Ich hatte auch die Gelegenheit, durch üppige Berge zu wandern und seltene Wildtiere zu beobachten, was ein unglaubliches Erlebnis war. Das klingt fantastisch. Es ist etwas ganz Besonderes, von der Natur umgeben zu sein und ihre Schönheit hautnah zu erleben. Absolut. Das satte Grün und die frische Luft sind eine wahre Wohltat für die Seele und die einzigartigen Tiere zu beobachten, macht den Tag noch unvergesslicher. Es ist, als würde man eine andere Welt betreten, in der sich alles friedlich und lebendig zugleich anfühlt. Ich begegnete einigen seltenen Vögeln, die ich nur aus Dokumentationen kannte, und es war ein surreales Gefühl, sie in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen. Pfiff, das muss ein aufregender Moment gewesen sein. Ich würde so ein Abenteuer gerne erleben und mehr über die Tierwelt lernen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Jede Wanderung hält neue Überraschungen bereit und das Erfolgserlebnis nach dem Erreichen eines Gipfels ist unvergleichlich. Das kann ich mir vorstellen. Außerdem ist die atemberaubende Aussicht vom Gipfel die perfekte Belohnung für all die Anstrengung. Genau. Es erinnert uns daran, wie schön unser Planet ist und wie wichtig es ist, diese Naturräume zu schützen. Lektion 3: Unvergessliche Soloreisen. Ich werde sie mir merken. Was war deine unvergesslichste Soloreise? Ich würde gerne von deinen Erlebnissen hören. Meine unvergesslichste Soloreise führte mich nach Kyoto, Japan. Die Mischung aus alten Tempeln und modernem Stadtleben war atemberaubend. Das klingt unglaublich. Allein zu reisen hat dir die Freiheit gegeben, in deinem eigenen Tempo zu erkunden und wirklich in die Kultur einzutauchen. Ja, es war befreiend. Ich konnte stundenlang durch ruhige Gärten wandern und beeindruckende Schreine besuchen, ohne in Eile zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Es ist etwas Besonderes, sich Zeit zu nehmen und jeden Moment zu genießen, wenn man alleine reist. Absolut. Außerdem habe ich tolle Einheimische kennengelernt, die mir Geschichten über ihre Kultur erzählt haben, was das Erlebnis noch bereichert hat. Das klingt nach einer fantastischen Möglichkeit, den Ort und seine Menschen kennenzulernen. Haben Sie dort besondere Gerichte probiert? Tja, ich habe traditionelle Gerichte wie Ramen und Matcha-Leckereien genossen, die eine wahre Gaumenfreude waren. Wow, das klingt nach einer Reise voller unvergesslicher Erinnerungen und köstlicher Erlebnisse. Lektion 4: Aquarellkunst. Das ist toll. Welche Art von Kunst machst du gerne? Ich liebe Aquarelle. Sie erzeugen so schöne, sanfte Effekte.
Aquarelle sind etwas ganz Besonderes. Sie mischen Farben auf einzigartige Weise und können so in einem Gemälde unterschiedliche Emotionen hervorrufen. Genau. Die flüssigen Aquarellfarben ermöglichen viel Kreativität und es ist faszinierend zu sehen, wie jede Schicht das Gesamtwerk verändern kann. Tja, ich finde, dass die Arbeit mit Wasserfarben sowohl herausfordernd als auch lohnend sein kann, insbesondere wenn man den gewünschten Effekt erzielt. Absolut. Es ist wie ein Tanz zwischen Kontrolle und Spontanität. Manchmal entstehen die besten Ergebnisse durch unerwartete Tropfen und Mischungen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist ein Medium, das zum Experimentieren anregt und ich liebe es, wie jedes Gemälde eine andere Geschichte erzählt. Haben Sie Stücke geschaffen, auf die Sie besonders stolz sind? Tja, ich habe vor kurzem eine Landschaft gemalt, die einen Sonnenuntergang einfängt und die Farben sind wunderschön geworden. Das klingt umwerfend. Ich würde gerne deine Kunstwerke sehen und wie du dich mit Aquarellen ausdrückst. Lektion 5: Buchungsbestätigung. Sicher. Bringen Sie einfach Ihre Buchungsnummer mit, um sie bei Ihrer Ankunft abzuholen. Dann steht alles für Sie bereit. Das klingt unkompliziert. Für einen reibungslosen Check-in-Prozess ist es immer hilfreich, alles organisiert zu haben. Auf jeden Fall. Mit Ihrer Referenznummer stellen Sie sicher, dass alle Ihre Angaben korrekt sind und Ihre Ankunft problemlos verläuft. Tja, es ist schön zu wissen, dass die Vorbereitungen erledigt sind, sodass Sie sich entspannen und Ihre Zeit mehr genießen können. Ganz genau. Egal, ob es sich um einen Hotelaufenthalt oder eine Aktivität handelt, eine gute Vorbereitung kann das Gesamterlebnis verbessern. Ich stimme voll und ganz zu. Es sind die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen, besonders auf Reisen. Und wenn Sie besondere Wünsche haben, erwähnen Sie diese unbedingt beim Check-in. Oft wird versucht, den Bedürfnissen der Gäste entgegenzukommen. Das ist ein toller Tipp. Ich werde ihn mir zu Herzen nehmen, um meinen Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Perfekt. Ich bin sicher, du wirst eine fantastische Zeit haben und kann es kaum erwarten, alles darüber zu hören. Lektion 6: Neujahrsgedanken. Ich schätze, es ist einfach gesunder Menschenverstand, aber der Hauptgrund, warum ich Silvester mag, ist das Gefühl eines Neuanfangs. Ruf. Es ist eine Zeit, in der die Menschen über das vergangene Jahr nachdenken und sich neue Ziele für das kommende Jahr setzen. Das ist sehr motivierend. Ja, der Gedanke an einen Neuanfang kann uns zu positiven Veränderungen in unserem Leben inspirieren, egal ob groß oder klein. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist erfrischend, über all die Möglichkeiten nachzudenken, die ein neues Jahr mit sich bringt und wie wir wachsen können. Und das Feiern mit Freunden und Familie schafft ein Gemeinschaftsgefühl, das den Anlass noch besonderer macht. Auf jeden Fall. Das Teilen von Hoffnungen und Vorsätzen kann tiefere Verbindungen und Unterstützung zwischen geliebten Menschen fördern. Darüber hinaus tragen die Festlichkeiten und Traditionen rund um Neujahr zur Aufregung und Freude des Festes bei. Tja, jede Kultur hat ihre eigene Art, das neue Jahr zu begrüßen. Daher ist es faszinierend, mehr über die verschiedenen Traditionen zu erfahren. Lassen Sie uns den Geist des neuen Jahres annehmen und diese positive Energie durch das ganze Jahr tragen. Lektion 7: Die Bedeutung des Uluru. Auf dem Kontinent befindet sich ein großer roter Felsen namens Uluru, der majestätisch in der Wüste thront und beinahe eine heilige Stätte ist. Ja, Uluru ist ein wahrhaft ikonisches Wahrzeichen. Seine große kulturelle Bedeutung für die australischen Ureinwohner macht ihn noch spezieller. Genau.
Es ist ein Symbol ihres Erbes und ihrer Verbundenheit mit dem Land und ein Besuch kann ein tiefgreifendes Erlebnis sein. Peluf. Die Art und Weise, wie es zu verschiedenen Tageszeiten seine Farbe ändert, ist einfach faszinierend. Ja, der Sonnenuntergang über Uluru ist ein atemberaubender Anblick, den viele Reisende schätzen. Und es ist wichtig, bei einem Besuch die mit dem Standort verbundenen kulturellen Praktiken und Traditionen zu respektieren. Auf jeden Fall. Das Verständnis der Geschichten und Glaubensvorstellungen rund um Uluru bereichert das Erlebnis und fördert die Wertschätzung für das Land. Ich würde es gerne besuchen und aus erster Hand mehr über seine Geschichte und Bedeutung erfahren. Das wäre eine unvergessliche Reise, bei der wir sowohl in die Natur als auch in die Kultur eintauchen. Lektion 8: Historische Mode. Bei meinem Museumsbesuch konnte ich alles aus der Vergangenheit sehen. Es gab Kleidungsstücke, bei denen ich wirklich über ihre Geschichten nachdenken musste. Das klingt faszinierend. Es ist unglaublich, wie sich Mode im Laufe der Zeit entwickelt hat und was diese Kleidung repräsentiert. Genau. Ich weiß nicht, wie die Leute manche dieser Outfits getragen haben. Sie wirkten nach heutigen Maßstäben so aufwendig und unbequem. Da in der Mode damals stand Ästhetik oft über Komfort, was sich deutlich von den heutigen Trends unterscheidet. Richtig. Es ist interessant zu sehen, wie gesellschaftliche Normen und Werte den Kleidungsstil im Laufe der Geschichte beeinflusst haben. Absolut. Jedes Stück erzählt eine Geschichte und spiegelt die Kultur und Epoche wider, aus der es stammt. Das ist so faszinierend. Ich liebe es, wie Museen uns in andere Zeiten versetzen und uns einen Einblick in das Leben unserer Vorfahren geben können. Ja, es ist eine großartige Erinnerung daran, wie weit wir gekommen sind und welche Kreativität unsere Welt geprägt hat. Lasst uns bald einen weiteren Museumsbesuch planen. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Lektion 9: Tägliche Herausforderungen. Es gibt immer etwas, mit dem er sich auseinandersetzen muss. Es scheint, als ob ihm in letzter Zeit viel durch den Kopf geht. Ja, es kann überwältigend sein, wenn das Leben so viele Herausforderungen auf einmal mit sich bringt. Es ist wichtig, Wege zu finden, damit umzugehen. Genau. Manchmal hilft schon das bloße Reden darüber, die Last zu erleichtern und Klarheit zu schaffen. Hilf. Die Unterstützung von Freunden und Familie kann in schwierigen Zeiten einen großen Unterschied machen. Ich denke, es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen der Wahrnehmung von Verantwortung und der Zeit für die Selbstpflege zu schaffen. Ja, das Finden dieses Gleichgewichts kann helfen, Stress abzubauen und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Und Auf kleine jeden Pausen Fall. im Laufe des Lasst uns Tages können den regelmäßig nötigen miteinander mentalen sprechen. Freiraum schaffen, Es kann um hilfreich sein, Herausforderungen sich effektiver auszutauschen, anzugehen. was wir gerade durchmachen. Ich stimme zu. Gemeinsam können wir uns durch die Höhen und Tiefen des Lebens unterstützen. Lektion 10: Aktivitätsplanung. Klar, das kann ich für dich recherchieren. Gibt es bestimmte Aktivitäten, die du während deiner Reise dort unternehmen möchtest? Ja, ich würde gerne ein bisschen wandern und vielleicht sogar ein paar kulturelle Erlebnisse haben, um wirklich in den Lebensstil vor Ort einzutauchen. Das klingt fantastisch. Wandern bietet atemberaubende Ausblicke und die Möglichkeit, mit der Natur in Kontakt zu kommen. Ja, und durch die Teilnahme an kulturellen Aktivitäten kann ich mehr über die Tradition und die Geschichte des Ortes erfahren. Ich kann nach geführten Touren suchen, die wandern und kulturelle Erlebnisse kombinieren, was eine tolle Möglichkeit zum Erkunden sein kann. Das wäre perfekt. Ich freue mich über deine Hilfe bei der Planung. Sie macht den gesamten Prozess weniger entmutigend.
Kein Problem. Ich helfe Ihnen gerne dabei, eine Reiseroute zu erstellen, die Abenteuer und kulturelle Entdeckungen in Einklang bringt. Vielen Dank. Ich bin schon gespannt, welche Aktivitäten wir einplanen können. Es wird eine unvergessliche Reise. Auf jeden Fall. Wir sollten dafür sorgen, dass es genügend Möglichkeiten für Spaß und Entdeckungen gibt. Lektion 11: Abendessenpläne. Möchten Sie heute Abend auf Ihrem Zimmer zu Abend essen? Das wäre eine gemütliche Möglichkeit, nach einem langen Tag zu entspannen. Gerne. Was möchtest du zum Abendessen? Ich bin offen für Vorschläge, aber ich habe Appetit auf etwas Herzhaftes. Wie wäre es mit Pasta? Das ist immer wohltuend und es gibt so viele leckere Optionen zur Auswahl. Das klingt super. Ich liebe gute Fettuccine Alfredo oder vielleicht eine würzige Arrabbiata-Sauce. Beide Optionen klingen köstlich. Zum Ausgleich könnten wir auch einen schönen Salat dazu reichen. Ja, ein frischer Salat wäre perfekt, besonders mit etwas knusprigem Brot dazu. Schauen wir uns die Speisekarte an und sehen wir, ob es heute Abend besondere Gerichte gibt, die wir probieren sollten. Gute Idee. Ich freue mich schon auf unser gemütliches Abendessen. Da können wir wunderbar zusammen abschalten. Absolut. Nach einem langen Tag gutes Essen und die Gesellschaft des anderen zu genießen, klingt perfekt. Lektion 12: Geschichte von Halifax. Die Hauptstadt von Nova Scotia ist Halifax. Aufgrund der Bedrohung durch die Franzosen begann man, englischsprachige Siedler anzulocken. Das stimmt. Halifax spielte in der frühen Kolonialgeschichte Kanadas eine entscheidende Rolle und diente als strategischer Militäraußenposten. Ja, die Lage war ideal für die Verteidigung gegen französische Angriffe und entwickelte sich schnell zu einer geschäftigen Siedlung. Es ist faszinierend, wie historische Ereignisse die Entwicklung von Städten und ihrer Kulturen prägen. Absolut. Der kulturelle Mix in Halifax ist heute ein Beweis für seine reiche Geschichte und die Einflüsse, die sie geprägt haben. Darüber hinaus bietet die Erkundung der historischen Städten von Halifax wie der Zitadelle und der Uferpromenade einen Einblick in die Vergangenheit. Ich stimme zu. Es ist eine wunderschöne Stadt, die so viel zu bieten hat, von ihrer Geschichte bis hin zu ihrer lebendigen Kunstszene. Auf jeden Fall. Ich würde Halifax gerne besuchen und mehr darüber erfahren, wie es sich im Laufe der Jahre entwickelt hat. Lass uns irgendwann einmal eine Reise dorthin planen. Ich glaube, es würde uns beiden Spaß machen, die historische Bedeutung der Stadt zu erkunden. Lektion 13: Zimmerführung. Das klingt vernünftig. Können Sie uns das Deluxe-Zimmer zeigen, bevor wir uns entscheiden? Ich möchte sicher gehen, dass es unseren Erwartungen entspricht. Natürlich. Das Deluxe-Zimmer bietet eine wunderschöne Aussicht und mehr Platz, was unseren Aufenthalt noch angenehmer machen könnte. Perfekt. Ich schätze es, das Zimmer zuerst besichtigen zu können. So können wir sicherstellen, dass wir die richtige Wahl treffen. Tja, es ist wichtig, dass wir uns in unserem Zuhause wohl und entspannt fühlen, insbesondere bei einem Kurzurlaub. Genau. Ich liebe die Vorstellung, jeden Morgen mit einer schönen Aussicht aufzuwachen. Und die zusätzlichen Annehmlichkeiten im Deluxe-Zimmer könnten unser Aufenthaltserlebnis wirklich bereichern. Ich stimme zu. Schauen wir es uns an und sehen wir, ob es alles bietet, was wir suchen. Tja, ich bin gespannt, ob es so schön ist, wie ich es mir vorstelle. Los geht's. Ich bin gespannt, es mir anzusehen. Lektion 14: Transportgeschichte.
Früher wurden Pferde als Transportmittel verwendet, was sich stark von der Art und Weise unterscheidet, wie wir heute reisen. Ja, es ist faszinierend, wenn man darüber nachdenkt, wie sehr die Menschen in allen Bereichen auf Pferde angewiesen waren, vom täglichen Arbeitsweg bis hin zu langen Reisen. Genau, Pferde waren für den Handel, das Reisen und sogar die Landwirtschaft unverzichtbar und haben die Gesellschaft grundlegend geprägt. Und denken Sie an die Bindung, die die Menschen zu ihren Pferden hatten. Sie waren nicht nur Tiere, sondern treue Begleiter. Es stimmt, die Beziehung zwischen Mensch und Pferd war im Laufe der Geschichte immer von großer Bedeutung. Darüber hinaus ist es unglaublich zu sehen, wie schnell sich der Transport dank der modernen Technologie entwickelt hat. Ja, von Pferdekutschen über Autos bis hin zu Zügen. Die Fortschritte haben unsere Art der Fortbewegung völlig verändert. Ich frage mich, mit welchen Herausforderungen Sie damals im Vergleich zu den Annehmlichkeiten, die wir heute haben, konfrontiert waren. Das ist ein tolles Diskussionsthema. Wenn wir die Vergangenheit verstehen, können wir unsere heutigen Transportmittel besser schätzen. Lektion 15. Work-Life Balance. Ich nehme mir gerne einen Moment Zeit zum Entspannen, bevor der Arbeitstag beginnt. Wie sieht Ihr Arbeitsplan danach aus? Normalerweise habe ich einen ziemlich vollen Terminkalender, aber ich finde es hilfreich, mir morgens etwas Zeit für Ruhe zu nehmen. Das klingt nach einer guten Strategie. Ein ruhiger Start in den Tag kann eine positive Grundstimmung für die bevorstehenden Herausforderungen schaffen. Auf jeden Fall. Ich versuche zu meditieren oder eine Tasse Kaffee zu genießen, während ich meine Aufgaben für den Tag plane. Das ist ein toller Ansatz. Es hilft, einen klaren Kopf zu haben, bevor man sich in die Arbeit stürzt. Ja, und ich finde, dass ich den ganzen Tag über produktiver bin, wenn ich mir morgens etwas Zeit für mich selbst nehme. Ich stimme zu. Ein ruhiger Start kann den entscheidenden Unterschied machen, wenn Sie Ihre To-Do-Liste mit Energie angehen möchten. Ja, es geht darum, die richtige Balance zwischen Arbeit und Selbstfürsorge zu finden. Sorgen wir dafür, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dieses Gleichgewicht im Laufe unserer arbeitsreichen Tage zu bewahren. Lektion 16. Zeit. Perfekt. Ich denke, das deckt alles ab, was auf der Liste steht. Gehen wir zur Kasse, um unsere Einkäufe abzuschließen. Ja, ich bin gespannt, wie alles aussieht, wenn wir alles zusammen haben. Absolut. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie unsere Auswahl zum Leben erwacht, besonders nachdem wir alles gut geplant haben. Ich stimme zu. Außerdem sind wir durch das Auschecken einen Schritt näher dran, unsere neuen Artikel zu genießen. Ja, ich kann es kaum erwarten, alles zu verwenden, was wir ausgewählt haben. Es fühlt sich wie eine kleine Belohnung für unsere Mühen an. Ja, und sobald wir wieder zu Hause sind, können wir mit dem Organisieren und Einrichten beginnen. Bewahren Sie unsere Quittungen unbedingt auf, falls wir später einmal etwas umtauschen müssen. Gute Idee. Ich behalte meine Einkäufe aus Budgetgründen immer gerne im Auge. Also gut, lasst uns dieses Einkaufsabenteuer zu Ende bringen. Lektion 17. Flucht aus der Strandstadt. Sicher, wie wäre es mit einem Ausflug in einen nahegelegenen Strandort? Das kann eine erfrischende Abwechslung zum Alltag sein. Das klingt fantastisch. Eine Strandstadt bietet eine so entspannende Atmosphäre und ich liebe das Rauschen der Wellen. Genau. Außerdem gibt es normalerweise so viele tolle Aktivitäten wie Schwimmen, Sonnenbaden oder Strandgut sammeln. Ja,
Und es ist immer ein Genuss, lokale Meeresfrüchte in einem Strandrestaurant zu probieren. Absolut. Frische Meeresfrüchte mit Meerblick, das klingt nach der perfekten Art, einen Tag am Strand zu genießen. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir im Sand vor Lenzen Sonne tanken und köstliches Essen genießen. Schauen wir uns einige nahegelegene Strandstädte an und sehen wir, was jede für einen unterhaltsamen Tagesausflug zu bieten hat. Tolle Idee. Ich freue mich schon darauf, diesen Kurzurlaub zu planen und wundervolle Erinnerungen zu schaffen. Ich auch. Lasst es uns bald wahr werden lassen. Lektion 18. Offen für Fragen. Gerne. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie diese jederzeit stellen. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Vielen Dank. Ich weiß Ihre Hilfsbereitschaft zu schätzen. Es macht wirklich einen Unterschied, wenn jemand für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung steht. Absolut. Ich bin überzeugt, dass eine offene Kommunikation der Schlüssel zu einem reibungslosen Ablauf ist. Pfeff, es ist schön zu wissen, dass ich mich an Sie wenden kann, wenn ich weitere Informationen oder Hilfe benötige. Auf jeden Fall. Ich gebe gerne Informationen weiter und helfe, wo ich kann. Das ist beruhigend. Dadurch fühlt sich der gesamte Prozess einfacher und weniger einschüchternd an. Das freut mich zu hören. Lassen Sie uns weiterhin in Kontakt bleiben. Pfeff, gemeinsam können wir alle Herausforderungen meistern. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, Großes zu erreichen. Lektion 19. Wochenendwetter. Weißt du schon, wie das Wetter dieses Wochenende wird? Ich habe gehört, es könnte sonnig und warm werden, perfekt für ein Picknick. Pfeff, ich habe mir vorhin die Wettervorhersage angesehen und es sieht so aus, als ob uns schönes Wetter bevorsteht, ideal für Aktivitäten im Freien. Das klingt fantastisch. Ein sonniger Tag im Park wäre genau das Richtige, um abzuschalten und die Natur zu genießen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist eine tolle Gelegenheit, ein paar Freunde zusammenzubringen und gemeinsam ein schönes Picknick zu machen. Genau. Wir können ein paar Snacks, Getränke und vielleicht sogar eine Frisbee für ein paar lustige Spiele einpacken. Pfeff, das würde einen wunderbaren Tag voller gutem Essen und Lachen bedeuten. Lassen Sie uns unsere Pläne fertigstellen und sicherstellen, dass alle beim Picknick an diesem Wochenende dabei sind. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, Sonne zu tanken und Zeit mit Freunden zu verbringen. Ich auch. Es wird ein wundervolles Wochenende. Lektion 20. Hobbies entdecken. Hast du in letzter Zeit andere Hobbys ausprobiert? Ich habe auch angefangen, Gitarre zu lernen und es war eine wirklich lohnende Erfahrung. Das klingt fantastisch. Ich wollte schon immer ein Instrument lernen, habe es aber nie gewagt. Was hat dich dazu inspiriert? Ich habe Musik schon immer geliebt und dachte, es wäre an der Zeit, mir eine Fähigkeit anzueignen, die mir noch viele Jahre Freude bereiten könnte. Das ist eine tolle Motivation. Musik kann ein wunderbares Ventil für Kreativität und Ausdruck sein. Wie findest du sie? Es ist eine Herausforderung, aber jeder kleine Fortschritt fühlt sich wie ein Sieg an, besonders wenn es mir gelingt, ein Lied zu spielen, das ich liebe. Das kann ich mir vorstellen. Etwas Neues zu lernen kann etwas einschüchternd sein, aber es klingt, als ob Sie die Reise wirklich genießen. Absolut. Außerdem ist es eine fantastische Möglichkeit,
nach einem langen Tag zu entspannen, einfach drauf loszuklimpern und sich in der Musik zu verlieren. Das klingt therapeutisch. Ich würde dich gerne mal spielen hören. Vielleicht inspiriert es mich ja, meine eigene musikalische Reise zu beginnen. Ich teile es gerne. Lasst uns einander weiterhin ermutigen, unsere Hobbys zu entdecken. Das macht das Erlebnis noch schöner. Lektion 21. Tipps zum Lebensmittelinhalt. Ich habe über Tipps zum Erstellen ansprechender Inhalte zum Thema Essen nachgedacht und ein wichtiger Tipp besteht darin, zu jedem Gericht eine Geschichte zu erzählen. Das klingt nach einem fantastischen Ansatz. Wenn man den Hintergrund und die Inspiration hinter einem Rezept teilt, kann man das Publikum wirklich erreichen. Genau, die Leute möchten gerne wissen, wie ihr Essen entsteht, ob es sich nun um Familientraditionen oder persönliche Experimente in der Küche handelt. Tja, es verleiht dem Inhalt Tiefe und macht ihn nachvollziehbarer. Die Zuschauer werden dazu angeregt, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Und die Darstellung des Kochvorgangs mit all seinen kleinen Eigenheiten und Herausforderungen kann dazu führen, dass der Inhalt authentisch und ansprechend wirkt. So, es sind diese echten Momente, die den Zuschauern das Gefühl geben, Teil des Erlebnisses zu sein. Darüber hinaus können Tipps und Tricks zum Kochen einen Mehrwert bieten und dafür sorgen, dass das Publikum immer wieder zurückkommt. Guter Punkt. Es geht nicht nur um das fertige Gericht, sondern auch darum, Wissen zu vermitteln und zu teilen. Lassen Sie uns ein paar Ideen für unsere eigenen Food-Inhalte sammeln. Ich denke, wir könnten gemeinsam etwas ganz Besonderes schaffen. Lektion 22. Check in der Fitnessstudio-Routine. Hi, hast du in letzter Zeit dein Fitnessprogramm durchgehalten? Ich versuche, konsequent zu bleiben, aber manchmal ist es schwierig. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Manche Wochen sind besser als andere, aber ich finde, dass ein Trainingspartner mir hilft, motiviert zu bleiben. Das ist eine tolle Idee. Gemeinsames Training macht mehr Spaß und motiviert euch gegenseitig, dran zu bleiben. Glaub, außerdem macht es mehr Spaß, kleine Erfolge, wie zum Beispiel neue persönliche Rekorde, gemeinsam zu feiern. Auf jeden Fall. Und selbst an Tagen, an denen ich keine Lust habe, hilft mir das Wissen, dass jemand auf mich zählt, dabei in Bewegung zu bleiben. Tja, diese Verantwortlichkeit kann entscheidend dazu beitragen, an einer Routine festzuhalten. Welche Art von Training hast du in letzter Zeit gemacht? Ich kombiniere Cardio und Krafttraining und versuche, das Gleichgewicht zu halten. Das ist eine schöne Kombination, die mein Training interessant macht. Das klingt nach einem guten Plan. Ich muss auch mal etwas Abwechslung reinbringen. Vielleicht können wir bald gemeinsam einen neuen Kurs ausprobieren. Das würde mir sehr gefallen. Lasst uns weiterhin einander ermutigen, aktiv zu bleiben und Fitness zu einem spaßigen Teil unseres Lebens zu machen. Lektion 23. Besuch einer Kunstgalerie. Das klingt abenteuerlich. Ich habe tatsächlich überlegt, dieses Wochenende in eine Kunstgalerie in der Nähe zu gehen, um mir die neuen Ausstellungen anzusehen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Kunstgalerien bieten einzigartige Erlebnisse und Perspektiven auf Kreativität. Genau. Ich liebe es, wie Kunst Emotionen hervorrufen und Geschichten auf eine Weise erzählen kann, die Worte manchmal nicht vermögen. Tja, außerdem ist es faszinierend, etwas über die Künstler und ihre Motivation hinter jedem Werk zu erfahren. Auf jeden Fall. Einige Galerien bieten sogar interaktive Sitzungen an, bei denen Sie die Künstler treffen und Fragen stellen können. Das wäre großartig. Der Austausch mit den Künstlern kann ein tieferes Verständnis ihrer Arbeit und Techniken vermitteln. Lass uns gemeinsam hingehen.
Es wird ein toller Ausflug, bei dem du die Kunstszene erkunden und neue Inspirationen finden kannst. Ich bin dabei. Ich kann es kaum erwarten, die Ausstellung zu sehen und in die Welt der Kunst einzutauchen. Ich auch. Es wird ein tolles Erlebnis und ich freue mich darauf. Lektion 24 Treffpunkt. Super. Gibt es einen Treffpunkt oder sollen wir uns bei dir treffen? Ich möchte sicherstellen, dass wir uns gut abstimmen. Ein Treffen bei mir klingt gut. So können wir uns unterhalten und vorbereiten, bevor wir losfahren. Perfekt. Ich bringe ein paar Snacks mit, damit wir sie genießen können, während wir unseren Tag planen. Das ist eine tolle Idee. Ein kleiner Snack macht die Planung immer noch angenehmer. Genau. Außerdem hilft es uns, für alle bevorstehenden Abenteuer voller Energie zu bleiben. Tja, ich bin begeistert von unseren Plänen und kann es kaum erwarten zu sehen, was wir gemeinsam auf die Beine stellen. Es wird Spaß machen, Ideen zu sammeln und das Beste aus unserer gemeinsamen Zeit zu machen. Auf jeden Fall. Lasst uns sicherstellen, dass wir alles für einen spannenden Tag bereit haben. Ich freue mich darauf. Lasst uns einen unvergesslichen Ausflug daraus machen. Sektion 25 Tulpentest. In Ottawa gibt es viele Tulpen und manche Leute kommen nur dorthin, um während des Festivals die ganze Blütenpracht zu sehen. Tja, das Tulpenfest ist ein wunderbares Frühlingsfest mit leuchtenden Farben und atemberaubenden Blütenpracht. Genau, es ist erstaunlich zu sehen, wie diese Blumen die Landschaft verwandeln und allen Besuchern einen atemberaubenden Anblick bieten. Mir gefällt, dass das Festival nicht nur die Schönheit der Tulpen hervorhebt, sondern auch die kulturellen Verbindungen zu den Niederlanden feiert. Absolut. Die Geschichte des Festivals verleiht dem Erlebnis so viel Tiefe und macht es noch spezieller. Darüber hinaus ist es eine großartige Gelegenheit für Familien und Freunde, zusammenzukommen und die Natur zu genießen. Auf jeden Fall. Ich denke, der Besuch des Festivals wäre eine wunderbare Möglichkeit, das wärmere Wetter zu begrüßen. Tja, lasst uns dieses Jahr einen Besuch planen. Ich kann es kaum erwarten, die Tulpen in voller Blüte zu sehen. Ich bin aufgeregt. Es wird ein wunderschöner Tag voller Farbe und Freude. Lektion 26 Hauptsitz der Vereinten Nationen. Die größte Organisation überhaupt sind die Vereinten Nationen mit Sitz in New York City, wo Menschen aus aller Welt zusammenkommen. Ja, es ist ein so wichtiger Ort für Diplomatie und internationale Zusammenarbeit und damit ein Zentrum für globale Diskussionen. Genau. Die UNO spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung von Themen wie Friedenssicherung, Menschenrechten und nachhaltiger Entwicklung. Ich bewundere, wie es darauf abzielt, den Dialog und das Verständnis zwischen verschiedenen Nationen zu fördern und sich für eine bessere Welt einzusetzen. Absolut. Ein Besuch im Hauptsitz wäre faszinierend, die Versammlungshallen und Konferenzräume zu sehen, wäre inspirierend. Tja, es wäre unglaublich, die Bemühungen zur Bewältigung globaler Herausforderungen aus erster Hand mitzuerleben. Ich denke, wir sollten eine Reise nach New York planen und einen Besuch bei der UNO in unseren Reiseplan aufnehmen. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Es wäre für uns beide eine bedeutsame Erfahrung. Beginnen wir mit der Planung. Ich kann es kaum erwarten, eine so einflussreiche Institution zu erkunden. Lektion 27 Streetfood-Köstlichkeiten.
Leckerer Streetfood ist ein absolutes Highlight auf Reisen. Oh, ich bin so neidisch. Was waren deine Favoriten? Ich habe so viele tolle Gerichte probiert, aber die würzigen Tacos von einem lokalen Händler haben mir wirklich die Show gestohlen. Das klingt unglaublich. Street Tacos muss man unbedingt probieren. Die Aromen können so lebendig und authentisch sein. Darf und die Atmosphäre beim Essen auf der Straße mit all den Geräuschen und Gerüchen rundet das Erlebnis ab. Ich stimme zu. Es ist etwas Besonderes, Essen im Trubel eines geschäftigen Marktes zu genießen. Süß. Ich war auch von den Ständen mit frischem Obst begeistert. Die Mango mit Chili war eine köstliche Kombination. Wow, das klingt erfrischend. Ich liebe es, wenn Straßenhändler einzigartige Variationen klassischer Aromen anbieten. Tja, es ist eine tolle Möglichkeit, die Kultur und Küche eines Ortes anhand des Streetfoods kennenzulernen. Nehmen wir uns vor, bei unserem nächsten Reiseabenteuer so viel Streetfood wie möglich zu probieren. Lektion 28. Rückwärts zählen. Sie werden mir sagen, dass ich von 10 rückwärts zählen soll, aber ich glaube, ich werde mir 10, 9 sagen und vielleicht dort aufhören. Das ist lustig. Es ist interessant, wie das Rückwärtszählen in verschiedenen Situationen eingesetzt werden kann, zum Beispiel um die Nerven vor einer Präsentation zu beruhigen. Genau. Es kann helfen, den Geist zu fokussieren und Ängste abzubauen, was es für viele Menschen zu einer nützlichen Technik macht. Ja, ich habe gehört, dass es auch eine großartige Methode ist, sich im Moment zu erden, besonders in stressigen Zeiten. Ich kann mir vorstellen, wie das funktioniert. Es zwingt sie, sich auf jede Zahl zu konzentrieren, anstatt ihre Gedanken schweifen zu lassen. Auf jeden Fall. Denken wir daran, diese Technik anzuwenden, wenn wir uns jemals überfordert fühlen. Auf jeden Fall. Es ist ein einfaches, aber effektives Werkzeug, das man immer dabei haben sollte. Auf jeden Fall. Ich denke, es ist immer gut, Strategien zu haben, um Stress effektiv zu bewältigen. Lassen Sie uns weiterhin mehr Techniken dieser Art erforschen. Auf lange Sicht können sie uns nur Vorteile bringen. Lektion 29. Minenfeldtraining. Vertrauen ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn es darum geht, Angolaner für die Arbeit in den weit verbreiteten Minenfeldern auszubilden und ihre Arbeit zu überwachen. Ruf. Es ist wichtig, dass Sie sich beim Erlernen dieser wichtigen Fähigkeiten sicher und unterstützt fühlen. Ja, eine angemessene Ausbildung schützt sie nicht nur, sondern befähigt sie auch, einen positiven Beitrag für ihre Gemeinschaft zu leisten. Klar, Bildung und praktische Erfahrung sind unerlässlich, um in solchen Hochrisikogebungen Vertrauen aufzubauen. Und wenn die Betreuer kompetent und mitfühlend sind, trägt dies maßgeblich zu ihrem Lernerlebnis bei. Klar, ein unterstützendes Umfeld ermutigt Sie, Fragen zu stellen und bei Bedarf Hilfe zu suchen. Es ist inspirierend zu sehen, wie Vertrauen und Bildung dazu beitragen können, Leben in schwierigen Situationen zu verändern. In der Tat, gemeinsam können wir dazu beitragen, sicherere Gemeinschaften und eine bessere Zukunft für die von Landminen Betroffenen zu schaffen. Setzen wir uns weiterhin für diese wichtigen Schulungsinitiativen ein und unterstützen wir diejenigen, die vor Ort arbeiten. Lektion 30. Zahlungsdiskussionen. Einverstanden. Wie sieht es mit dem Zahlungsplan aus? Lassen Sie uns ein 30-tägiges Zahlungsfenster besprechen, das für beide Parteien passt. Das klingt vernünftig. Ein 30-tägiges Zahlungsfenster bietet ausreichend Zeit für die Bearbeitung und hält gleichzeitig den Cashflow überschaubar. Genau.
Es ist wichtig, dass alle auf dem gleichen Stand sind, um spätere Missverständnisse zu vermeiden. Ja, eine klare Kommunikation über die Zahlungsbedingungen kann unsere Arbeitsbeziehung stärken und Vertrauen aufbauen. Absolut. Und die Dokumentation aller Dokumente schützt beide Parteien im Streitfall. Das ist ein kluger Ansatz. Aus Gründen der Klarheit und Verantwortlichkeit ist es immer besser, Dinge schriftlich festzuhalten. Lassen Sie uns diese Details abschließen, damit wir ohne Verzögerungen mit dem Projekt fortfahren können. Tja, ich werde einen formellen Vertrag mit dem Zahlungsplan und anderen wichtigen Bedingungen erstellen. Perfekt. Sobald das geklärt ist, können wir uns auf die spannenden Aspekte des bevorstehenden Projekts konzentrieren.